Sind wir der Mittelpunkt des Universums? Es gibt prominente Wissenschaftler, die erzählen über eine ganz neue Theorie der alten Idee. Die Menschheit stehe im Mittelpunkt der Realität. Aber keine Theorie kann das bis jetzt zumindest beweisen. Und wie werden wir uns das Ganze überhaupt bewusst? Was genau ist Bewusstsein? Und wie verhält sich das Ganze mit Quantenphysik zusammen? Das schauen wir uns heute einmal ganz genau an. Viel Spaß! Jetzt mal ernsthaft, bist du ein geborener Narzisst? Das ist jetzt ein Beispiel. Du bist dir deiner eigenen Existenz bewusst. Ob das auch auf andere zutrifft, ist dir einfach nur egal. Denn für dich zählt nur, was du selbst erfahren und erleben kannst. Hallo du wunderschöne Seele, ich bin der Juan und ich helfe dir, seelische Gesundheit auf Dauer zu erreichen, um dich wohlzufühlen, ohne Vereinsamung und Hoffnungslosigkeit. Unsere Erde ist eine sehr große Bühne für das Drama deines Lebens. Du bist der Mittelpunkt dieser Realität. Wenn du dann erwachsen wirst, erkennst du das auch, dass andere Menschen für dich wichtig sind oder vielleicht zählen. Dein Narzissmus beginnt auch in deiner Familie. Vielleicht existiert die Realität nicht für dich ganz persönlich, aber doch bestimmt für alle Individuen. Dieses Thema ist so natürlich, dass wir sie im Verlauf unserer Vorgeschichte und Geschichte kaum in Frage gestellt haben. Wir würden nie auf die Idee kommen, wenn wir uns nicht aktiv damit beschäftigen, das anzuzweifeln. Warum auch? Religionen spiegeln diese Selbstzentriertheit oft wider. Und zunächst traf das auch auf die Wissenschaft zu. Sonne, Mond, Planeten, Sterne, das ganze Universum, ja, das drehte sich einfach um die Erde, also um unsere Heimat. Zeigen uns andere Augen nicht das jeden Tag auch, dass wenn wir aufstehen von der Nacht und in der Früh das alles so sehen? Sehr viel Mut war oft sehr nötig und vor allem die Vorstellungskraft nicht zu vergessen. Sehr viele Beobachtungen und rationale Analyse. Nur so konnten Kopernikus und Kepler und Galilei das ganze geozentrische Weltbild herausfordern. Denen ihre Einsichten, denen anfangs Unglaube und vor allen Dingen Feindseligkeiten entgegenschlug, vor allem aus den Reihen der Religionen, halfen uns aber stark dabei, unser ursprüngliches Glauben, dass wir der Mittelpunkt sind, anschließend auch loszulassen und schließlich unser Bewusstsein dann auch zu erweitern. Aber heute wissen wir viel mehr. Zum Beispiel, dass die Erde nur eine von 9 Planeten ist. Die Sonne ist im Mittelpunkt und sie umkreisen sie. Und ja, ich setze den Pluto wissentlich mit dazu. Wenn du es anders siehst, schreib es doch bitte mal in die Kommentarbox hinein. Dass unsere Sonne nur eine von Milliarden Sternen in der Galaxis ist eine Tatsache, die wiederum nur eine von unzähligen Galaxien im Universum ist, dessen Existenz vor 14,5 Milliarden Jahren explosiv mit dem Urknall begonnen hat. Das sind Zahlen, die man sich nicht vorstellen kann, aber sie lassen sich wohlweislich berechnen. Unser Planet entstand vor ca. 4,5 Milliarden Jahren. 1 Milliarde Jahre später tauchten die ersten einzelligen Organismen auf. Vor weniger als 100.000 Jahren, also nur eine Sekundenbruchteil in der Universumzeit, wenn man so möchte, tauchten dann schließlich wir auf. Anschließend glaubten wir dann, der ganze Kosmos sei nur für uns gemacht und für uns da. Jetzt merkst du, worauf ich hinaus möchte mit dem Narzissmus. Denn wir sollten uns als Homo Narzissus nennen. Das wäre vielleicht besser in Anbetracht dieser Meinung, findest du nicht? Naja, Spaß beiseite. Als wir dann aber schließlich erkannt haben, dass wir das nicht ebenso ist, dass wir so unbedeutend im Vergleich zur unermesslichen Größe von Raum und Zeit sind, was diese Demütigung eigentlich für uns zu bedeuten hat. Doch diese Erkenntnis sollte sich auch eine Quelle sein, nämlich die unseres eigenen Stolzes. Wir hatten die Intelligenz und die Reife unserer wahnhaften Selbstüberschätzung und mit den Aberglauben des finsteren Mittelalters jetzt schließlich zu entkommen. Wir hatten uns die Bezeichnung Homo sapiens jetzt wirklich verdient. Jetzt werde ich ein klein wenig provokativ. Können wir vielleicht sagen, dass Bewusstsein der Katalysator des Urknalls ist? In jüngerer Zeit sprechen angesehene Wissenschaftler und Philosophen
über Ideen, die unser Genauer, also unser Verstand und unser Bewusstsein wieder in den Mittelpunkt jetzt rücken lassen. Ich nenne das Neogeozentrismus. Soweit wir heute wissen, ist Bewusstsein eine Eigenschaft einer besonderen, bizarren Form von Materie, die erst in kosmisch gesehener jüngsten Zeit auf der Erde dann entstanden ist. Ja, ich rede vom menschlichen Gehirnen. Neogeozentriker behaupten trotzdem, der gesamte Kosmos sei vom Bewusstsein durchdrungen. Das klingt doch mal spannend, findest du nicht? Das Bewusstsein sei sogar möglicherweise sogar der Funke, der den Urknall jetzt ausgelöst hat. Wow, neogeozentrisches Denken hat immer am Rande der Wissenschaften gelauert, aber jetzt wird es richtig hochgepusht. Und es entwickelt sich ja so richtig mittlerweile zu einem Trend. Es ist also so, wenn man so möchte, eine neue Wissenschaft. Eine neue Wissenschaft ist geboren. Das Bewusstsein als grundlegend akzeptieren kann und nicht nur als Nebenprodukt deines Gehirns. Und wie soll man das Ganze jetzt sich vorstellen? Haben irgendwelche Dämonen oder Götter die Welt als Illusion jetzt erzeugt? Oder wie soll man das Ganze nachvollziehen? Das fragst du dich jetzt ganz bestimmt, da bin ich mir sicher. Nun, es gibt Modelle des Bewusstseins. Claude Shannon erfand in den 1940er Jahren die Informationstheorie, mit der sich die Leistungsfähigkeit von Kommunikationssystemen beschreiben und vor allen Dingen verbessern lässt. Seitdem versuchen viele Wissenschaftler und Philosophen immer wieder daraus eine Lehre und eine Theorie für alles nachzumachen. Der Begriff der Informationen und die darauf basierenden Theorien sind grundsätzlich neogeozentrisch. So viel ist schon mal klar. Also, es definiert es als Vermögen eines eigenen Systems, einen Beobachter zu überraschen, wie in der Meditation. Das ist die Existenz von Bewusstsein, das ich dir in vielen anderen Videos auf diesem Kanal ja schon so oft versucht habe zu erklären. Und ich hoffe auch, dass du es verstehst. Die integrierte Informationstheorie geht auf den Neurowissenschaftler Giulio Tononi zurück. Zu den Verfechtern gehören zu den Neurowissenschaftler Christoph Koch und der Physiker Max Tegmark. Die Theorie postuliert, dass jedes System aus integrierten Teilen, also zum Beispiel auch ein Proton, das aus 3 Quarks besteht, die Informationen verarbeitet und daher schon selbst, ja sogar Bewusstsein in sich selber jetzt schon drin trägt. Ist das nicht wahnsinnig spannend? Also, die integrierte Informationstheorie ist daher eine ganz neue Version der modernen Wissenschaft, die davon jetzt ausgeht, jetzt halte ich bitte fest, dass jede Form der Materie an sich, und sei sie noch so klein, bereits schon Bewusstsein, bereits jetzt schon in sich innen drinnen trägt. Findest du das nicht unglaublich? Dazu verlinke ich dir einmal auf den i ein Video über das weltberühmte Doppelspaltexperiment. Ja, die Quantentheorie des Bewusstseins, die Quantenmechanik hat schon immer neogeozentrische Ansichten provoziert. Das ist schon mal klar. Ist die Katze jetzt in der Kiste tot oder ist sie lebendig? Ist ein Photon eine Welle oder ein Teilchen? Nun, die Antwort hängt davon ab, wie und ob wir nachschauen. Logisch, so äußerte der Physiker John Wheeler schon vor Jahrzehnten ein Universum, das die Existenz irgendwie auf irgendeine Art und Weise von uns selber zumindest teilweise abhängig macht. Hör genau zu. Es gibt sogar einige Interpretationen der Quantenmechanik, die sagen, dass die bewusste Beobachtung zum Kollaps probabilistischer überlagender Quantenzustände in einen klassischen Zustand jetzt führt. Das bedeutet, alleine durch das Beobachten verändert sich die in Anführungsstrichen gezeigte Realität deines Augens, wenn man so möchte. Es ist danach der Kollaps der Wellenfunktion deines Bewusstseins, der das verursacht. Da ein solcher Kollaps in jeder Form von Materie auftritt, nicht nur in Gehirnen, klar, denn wenn jede Form der Materie ein Bewusstsein hat, klingt das ja nachvollziehbar, findest du nicht? Also das ist echt extrem spannend. So konnten wir zu dem Entschluss, dass Bewusstsein extrem nahe, wenn nicht sogar essentiell am Universum unmittelbar aneinander verknüpft ist. Wow, sage ich dazu mal an dieser Stelle, echt mega interessant.
Könnte man jetzt also sagen, die Realität ist eine Simulation? Schon René Descartes grübelte darüber nach. Dazu ein Video auf den i von mir, Entschuldigung. Er grübelte, ob die Welt nicht nur eine von Dämonen für uns erzeugte Illusion sein kann. Leben wir in einer Computersimulation? Solche Dinge fragte er sich. Ja, erzeugt von einer Zivilisation. Der Multimilliardär zum Beispiel, Elon Musk, zum Beispiel, der glaubt an diese Anhänger der Simulationshypothese. In diesem Video willst du erfahren, wie Bewusstsein und Quantenmechanik zusammenhängen. Wie siehst du das Ganze an dieser Stelle? Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, wirklich sehr. Schreib es mal unten in die Kommentarbox hinein. Kommen wir nun mal zum Katholizismus und Buddhismus. Die unterstützen beide übernatürliche Metaphysik. Das ist ja bekannt. Aber jetzt mal zum anthropischen Prinzip. Als die Physiker die Hoffnung verloren haben, jemals zu erklären, warum unser Universum gerade so ist, wie es ist, begannen sie sich immer stärker für das anthropische Prinzip zu begeistern. Das ist bekannt. Das besagt nämlich, dass unser Universum gerade so sein wird, wie wir es gerade beobachten. So wie wir auch unsere eigenen Gedanken beobachten können. Weil wir sonst nicht da wären, um es zu beobachten zu können. Zu den modernen Unterstützungen dieser neogeozentrischen Tautologie zählen Stephen Hawking unter anderem. Das ist auch wichtig zu wissen. Also, der Buddhismus, der ist zwar schon 2500 Jahre alt, aber der Buddhismus gehört trotzdem auf diese Liste hinein, weil er sich unter westlichen Intellektuellen einer erstaunlichen Beliebtheit gerade erfreut. Das ist vollkommen zu Recht, zumindest meiner Meinung nach. Viele betonen häufig, der Buddhismus sei keine Religion, sondern ein Weg, um den Geist zu verstehen und zu entspannen. Doch genau wie der Katholizismus ist es eine Religion. Ja, der Buddhismus, eine übernatürliche Metaphysik, kann man das jetzt also sagen? Ja oder nein? Ich sage ja und es ist einfach so. Also ich verstehe die Anziehungskraft des Neogeozentrismus, obwohl ich schon lange aus der Kirche ausgetreten bin. Wenn ich ehrlich bin, ist es einfach nur mal so. Und das möchte ich auch mal an dieser Stelle sagen. Man könnte auch psychedelische Drogen nehmen und dann annehmen, das Universum könnte von uns geschaffen sein. Naja, irgendwann begriff ich das schließlich, dass auch diese verrückte Theologie ich einfach ablegen kann. Aber das ist nur meine persönliche Meinung jetzt an dieser Stelle. Ich möchte niemandem etwas einreden. Ich fing an, mehr über Wissenschaft und neogeozentrische Ideen und der Quantenmechanik in mich einzulesen. Wie zum Beispiel Wheeler und sein neogeozentrischer Kumpan Freeman Dyson. Die zählen zu meinen großen Denkern. Aber auch Hawking und am Ende nicht zu vergessen, ja, der Buddhismus. So, kommen wir zum Fazit. Und das sind alles auf jeden Fall Dinge, die noch weit auszuweiten sind. Und so finde ich, es ist extrem spannend, dieses Thema. Denn es stellt sich nicht irgendwann mal jeder die Frage im Leben, warum ist alles so, wie es ist? Jedenfalls gehe ich davon aus, dass du spätestens ab heute eine ganz andere Auffassung zum Thema Bewusstsein haben solltest. Sollte dich jetzt eine Geschichte über Buddha interessieren, verlinke ich dir das einmal hier. Ich bedanke mich bei dir sehr fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Dein Juan. Namaste.